Viertelfinale Nummer 1 aus Stuttgart. Es geht los mit Tschechien gegen Deutschland. Ganz anders auch für mich die Situation, dass ich auch vorher nicht weiß, wie es ausgeht. Also du und ich, ihr Zuschauer vor dem Bildschirm, ihr habt also genau die gleichen Bedingungen wie ich. Ja, und wir gucken mal, wie weit es die Deutschen hier in der Prognose schaffen. Ob heute vielleicht sogar Schluss ist, schon im Viertelfinale. Da geht schon mal ganz heiß her. Die Tschechen haben sich ja hier bei uns im Achtelfinale gegen Kroatien durchgesetzt. Die Tschechen haben sich ja als eine der besten Gruppendritten, habe ich euch ja erklärt nach der Gruppenphase, wie sich das Ganze so zusammenstellt, haben sich hier qualifiziert aus Gruppe F. Und die Deutschen haben sich natürlich als souveräner Gruppenerster durchgesetzt. Müssen jetzt also ran, nachdem sie gegen Slowenien im Achtelfinale auch nur ganz knapp 1:0 nach Verlängerung gewonnen haben. Hatten auch ein bisschen Glück, Pfostenschüsse waren auch mit dabei, aber im Endeffekt musste halt das Spiel gewinnen. Und dann fragt auch hinterher niemand mehr wie, sondern nur, dass du weitergekommen bist. Mal gucken, ob heute der Halbfinaleinzug klar gemacht wird. Dort würden sie dann nämlich auf den Sieger aus dem Spiel Albanien und Österreich treffen. Wir haben unter anderem auch noch England gegen Spanien dann die nächsten Tage, Dänemark gegen Frankreich, also viel Qualität hier auf dem Platz. Nach ein paar Tagen Pause geht jetzt die Prognose also nun endlich weiter. Ich habe die Zeit ein bisschen verbracht, die echte Europameisterschaft zu gucken, die von der Stimmung her sensationell ist. Also ob es jetzt die Niederländer sind, die ganz Hamburg auseinandernehmen, oder die Schotten, die von Stadt zu Stadt und von Stadion zu Stadion reisen und das zu einem Heimspiel machen, das ist echt Wahnsinn. Dazu haben wir noch viele gute Spiele, spannende Spiele, schöne Tore, viele Tore. Und bis auf Deutschland und Spanien ist auch noch kein Team im Achtelfinale. Aber jetzt haben wir die Führung für die deutsche Nationalmannschaft nach 13 Minuten und es ist Kapitän İlkay Gündoğan, der bislang auch ein richtig starkes Turnier spielt, wurde ja auch vielleicht zu Recht vor Turnierbeginn so ein bisschen angezettelt. Ist er wirklich so gut, dass er in der Startelf stehen muss? Sollte nicht doch lieber Sané rein auf die rechte Seite und dann Musiala oder Wirtz als Zehner spielen? Aber ich muss sagen, gerade gegen Ungarn hat er es richtig gut gemacht. Ein Tor vorbereitet, ein Tor selber gemacht. Und natürlich hoffen wir auch für ihn, dass das so ein bisschen der Startschuss war fürs Turnier, das vielleicht sogar richtig weit kommen kann. Mal gucken. Bin sehr, sehr gespannt. Also bei dieser EM, bis auf Deutschland und Spanien, hat mich noch so recht keiner der größeren Titelfavoriten so richtig überzeugt. Also weder die Engländer, Italien, die müssen jetzt eher aufpassen, dass sie nicht schon in der Vorrunde ausscheiden, werden aber wahrscheinlich als bester Gruppendritter weiterkommen. Ja, England, Frankreich haben mich auch noch nicht so 100% überzeugt, muss ich sagen. Also wirklich nur Deutschland und Spanien, meiner Meinung nach. Die könnten aber, glaube ich, im Viertelfinale dann aufeinandertreffen, wenn es ganz blöd läuft. Und da, glaube ich, wird dann der Europameister entschieden. So vom Gefühl her. Aber mal gucken, vielleicht entwickelt sich ja noch irgendeine andere Mannschaft zum Favoriten. Und wir gucken mal, wie das hier in unserer Prognose ausgeht. Natürlich jetzt die Deutschen hier mit der Führung im Rücken. Das spielt natürlich in die Karten. So können sie ihr Spiel aufziehen über Außen. Musiala, Havertz lässt sich auch immer mal wieder fallen. Musiala allein gegen alle, Havertz und Gündoğan. Vorne die Deutschen auch manchmal so ein bisschen pomadig, ein bisschen zu harmlos, ein bisschen zu langsam und hinten in der Verteidigung, gerade gegen Slowenien, wenn ihr die Zusammenfassung gesehen habt, da waren teilweise Chancen für die Slowenen mit dabei, mein lieber Scholli. Das hätte vielleicht jede andere Nation etwas besser ausgenutzt. Aber natürlich brauchst du auch ein bisschen Spielglück. Und gerade bei so einer Heim-EM, bei so einem Heimturnier generell brauchst du das Spielglück, du brauchst die Zuschauer, die sind da. Der Hype, der Vibe, der ist da. In allen Städten, wo man hinguckt, wirklich sehr, 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 sehr coole Stimmung. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir mal in der Zeit ein Turnier in Deutschland haben und nicht irgendwo im Nahen Osten oder im Fernen Osten oder in Russland oder in China. Da gehören nämlich solche großen Turniere gar nicht hin. Du musst solche Turniere einfach in Länder geben, die einfach Fußball fanatisch sind. Du musst nach Deutschland, Spanien, Italien, meinetwegen auch nach England, Schottland, da wo eigentlich der Fußball gelebt wird. Da müssen solche Turniere hin und nicht nach Katar und auch nicht nach Russland. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt kommen aber erstmal die Tschechen über Provot, aber die Deutschen kriegen das bislang gut verteidigt. Halbe Stunde gespielt, Manuel Neuer noch nicht so viel zu tun gehabt. Und vorne Gündoğan einmal eiskalt und das reicht ja. Wie sagte Per Mertesacker, was wollen sie? Wollen sie eine erfolgreiche EM oder WM oder sollen sie wieder ausscheiden und haben gut gespielt? Also es ist völlig egal. Am Ende zählen einfach nur die Ergebnisse. Ob du jetzt schön gespielt hast oder nicht, das juckt am Ende gar keinen mehr. Du musst einfach die Spiele gewinnen. Und gerade die K.O.-Spiele, jetzt haben wir wieder Gündoğan mit der nächsten Chance. Also wenn es hier gefährlich wird, dann halt über İlkay Gündoğan. Und die Tschechen bislang, muss man sagen, vorne mit Schick und Souček, die beiden namhaftesten Spieler vielleicht. Die bekommen Gott sei Dank aus deutscher Sicht noch nicht so viel hin.
Aber auch die nächsten Viertelfinalbegegnungen, wenn ich da schon mal einen kleinen Ausblick geben soll. Albanien, Österreich, auch zwei Mannschaften, zumindest Albanien, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Dann haben wir noch England gegen Spanien, das könnte auch ein Finale sein. Dazu haben wir noch Dänemark gegen Frankreich. Ich sehe die Dänen da auch nicht ganz chancenlos, so ähnlich wie die Georgier. Werden natürlich Außenseiter sein, aber die haben es auch gut gemacht gegen Frankreich hier in unserer Prognose. Ich bin sehr, sehr gespannt. Beim letzten Turnier, bei der letzten Prognose, habe ich nochmal nachgeguckt, bei der WM in Katar haben wir tatsächlich auch den richtigen Weltmeister vorhergesagt. Also da hat ja Argentinien im Finale 3-0 gegen die Engländer gewonnen. Mal gucken, ob es dieses Jahr auch wieder so ist, je nachdem, wie es dann ausgeht. Jetzt aber Mittelstädt hier kurz vor der Pause. Wirtz nochmal, Gündogan. Die Deutschen legen sich ihre Gegner immer sehr gerne zurecht. Mit vielen Leuten im Strafraum. Wirtz. Man wartet eigentlich auf den Abschluss, der, wenn dann überhaupt, über Gündogan nur kommt. Chance ist aber nochmal da. Hacke Spitze 1, 2, 3. Havertz kriegt den Ball nochmal mit bisschen Glück. Dann gibt es hier nochmal, glaube ich, einen Freischuss für die Tschechen. Aber dann geht es erstmal mit einer 1:0-Führung in die Pause. Deutschland darf sich natürlich nicht darauf ausruhen. Weil ich glaube, die Tschechen, die können auch aus einer oder zwei Situationen, haben sie gegen Kroatien zum Beispiel auch gemacht, wieder zurück ins Spiel kommen. Besonders die zweite Halbzeit ist eigentlich die Halbzeit der Tschechen. Das, was man hier so bislang gesehen hat in der Prognose. Und von daher haben wir also noch sehr, sehr viel Spannung in Halbzeit 2. Auf dem Weg ins Halbfinale. Führen die Deutschen erstmal mit 1:0. Wir sind gleich wieder da, machen ganz kurzen Werbespot und dann geht's weiter mit Halbzeit 2. Weiter geht's hier in Stuttgart. Zweite Hälfte. Tschechien gegen Deutschland ohne Wechsel auf beiden Seiten. Die Deutschen mit 1:0. Vorne durch das Tor in der 13. Minute von İlkay Gündogan. Und vor der Pause hatte ich es ja schon mal gesagt, dass die Deutschen auf jeden Fall noch ein zweites Tor schießen sollten. Vielleicht haben sie auf mich gehört und sie machen es jetzt, weil die Tschechen, die können immer aus irgendeiner Standardsituation, aus irgendeiner blöden Aktion den Ausgleich machen und dann stehst du doof da und weißt gar nicht, wie du den Ausgleich bekommen hast. Wir gucken mal, vielleicht kommt da jetzt auch ein bisschen mehr von den Tschechen. Badak wird da gedoppelt von Rüdiger und von Kimmich, kommt aber vorbei. Nimmt da Provot mit, der auch gerade schon mal eine Chance hatte, Vorteil. So, und jetzt könnten sich die Tschechen, die Deutschen ja mal so ein bisschen zurechtlegen. Provot auch wieder gegen Kimmich. Eigentlich haben die Deutschen bislang alles hinten unter Kontrolle gehabt. Auch hier Joshua Kimmich. Aber jetzt gibt es halt mal so einen Eckball nach 54 Minuten. Spannende und bange Blicke der deutschen Fans. Da kann nämlich immer mal was passieren. Aus so einem Eckball, der hier getreten wird von Badak. Flanke kommt rein, Luschek in der Mitte. Kriegen die Deutschen erstmal geklärt. Aber der zweite Ball ist wieder bei den Tschechen über Provot. Souček. Musiala arbeitet auch gut mit nach hinten, aber nicht rigoros und komplett. Aber jetzt, ich muss auch sagen, die Doppel-6 auch mit Robert Andrich und auch mit Toni Kroos, die funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Robert Andrich ist so eine Art Quarterback für Toni Kroos. Achtung, die Tschechen kommen. Wichtig auch von Jonathan Tah. Hat auch viele gute Klärungsaktionen. Natürlich vorne Musiala und Wirtz. Diese jugendliche Lockerheit, die brauchst du einfach bei so einem Turnier. Aufgepasst, die Tschechen kommen mit der großen Chance. Und da ist der Ausgleich nach einer Stunde durch Patrick Schick. Er lässt die Muskeln spielen. Bekannt natürlich vom Sensationsmeister. Nicht, weil es eine Überraschung ist, sondern die Art und Weise, wie sie durch die Saison gekommen sind. Bayer Leverkusen. Und ich habe so ein bisschen gejinxt auch. Die erste richtig gute Chance der Tschechen. Und schon der Ausgleich. Und schon steht es 1:1. Und die Deutschen, die eigentlich bislang alles im Griff hatten, müssen sich jetzt wieder neu fangen, neu sortieren und natürlich jetzt aufs zweite Tor spielen. Weil man hat nicht immer das Glück, in der Verlängerung noch ein Tor zu schießen oder sich im Elfmeterschießen auf Manuel Neuer zu verlassen. Das müsste dann vielleicht schon nach 90 Minuten entschieden sein. Aber Deutschland kommt über Musiala. Und da ist die Antwort. 3 Minuten später Jamal Musiala mit der erneuten Führung. Das war wichtig. Direkt auf den Ausgleich die Antwort und Vorlage wieder İlkay Gündogan. Natürlich geht das ein bisschen zu einfach. Auch Musiala hat da viel zu viel Platz. Das darf eigentlich nicht passieren. Wichtig ist dann aber auch, dass solche Chancen genutzt werden. Musiala macht das, er hat einen klasse Abschluss, eine gute Übersicht, Gündogan sowieso. Hat es halt immer nicht so aufs Feld bekommen, wie man sich das gewünscht hat.
als Fan. Es wirkte dann manchmal sehr träge. Lustlos würde ich gar nicht sagen. Sehr unglücklich von Gündogan. Deswegen war er vielleicht auch zu Recht so ein bisschen in der Kritik. Aber er hat alle Kritiker stumm geschaltet mit seiner Leistung. Vor allem dann gegen Ungarn. Und mal gucken, wie weit es, wie gesagt, in echt für die Deutschen und vor allem auch für die Tschechen, die ja mit den Portugiesen in einer Gruppe sind, die mit der Türkei und mit Georgien in einer Gruppe sind. Das wird auch noch sehr, sehr interessant. Besonders dann am dritten Spieltag, wenn sich dann auch entscheidet, wer kommt als bester Gruppendritter weiter. Da muss man ja auch immer mal gucken, reichen 2 Punkte. Ich glaube, nur 1 Punkt wird nicht reichen. Du brauchst mindestens 3 Punkte, weil es auch sicherlich ein paar Mannschaften gibt, die 4 Punkte holen und dann auf dem dritten Platz stehen. Das könnte zum Beispiel die Italiener treffen am letzten Spieltag. Jetzt die Deutschen mit der Chance, hier schon die Entscheidung herbeizuholen. Wird, warum schießt er denn nicht? Er wartet doch mal und schießt ihn dann rein. 3-1. In der 71. Minute ist das schon die Vorentscheidung. Das Tor zum Halbfinale, jetzt ganz weit aufgestoßen. Und ich habe mich schon gewundert, warum schießt er nicht? Aber auch wieder ganz viel Platz hier. Da hätte er eigentlich schon schießen müssen. Der Keeper schon längst aus dem Tor. Aber Wirtz weiß, was er macht. Er packt die normalen Kartoffeln immer auf die 1. Und hier die beiden Youngsters im Zusammenspiel beim Jubel. Und gibt auch den ersten Wechsel. Nico Schlotterbeck. Auch sehr, sehr interessante Personalie. Kommt für Maximilian Mittelstädt. Schlotterbeck, der wurde, das haben viele nicht verstanden, bei unserer Prognose hier im Achtelfinale gegen Slowenien für Toni Kroos eingewechselt im Mittelfeld. Das Ganze noch vor der Verlängerung, wo wir auch gedacht haben, okay, warum nimmt er nicht einen Innenverteidiger raus? Aber es war halt dann Toni Kroos und wer am Ende gewinnt, der hat halt recht. Aber normalerweise für so Spiele, da brauchst du einen Toni Kroos, da brauchst du einen Robert Andrich, da brauchst du auch einen Antonio Rüdiger hinten in der Verteidigung. Die Tschechen kommen aber wieder. Achtung, wieder Schick! Und Neuer, der nicht oft geprüft wurde bislang hier in diesem Spiel. Aber wenn, dann muss er auch zugreifen. Und jetzt muss natürlich Tschechien alles nach vorne werfen. Die brauchen noch irgendwie ein Tor, um auf 2:3 ranzukommen. Und sie versuchen alles. Aber Deutschland macht das richtig gut. Robert Andrich auch ein sehr, sehr energischer Zweikampfspieler. Bringt eine gewisse Robustheit, eine gewisse Härte rein, die der deutschen Mannschaft auch jahrelang gefehlt hat im Mittelfeld. Weil nur mit feinen Klingen wird es nicht gehen. Du brauchst auch so einen Abräumer. Und genau das verkörpert auf jeden Fall Robert Andrich. Nächste Chance durch Wirtz. Nach schöner Flanke von Joshua Kimmich, der auch direkt wieder hinten reingeht, der seine Rolle als Rechtsverteidiger auch so angenommen hat. Der das bislang auch solide gemacht hat. Geht natürlich immer noch besser. Aber bislang war das in den beiden Spielen, die von Deutschland gezeigt wurden, sehr, sehr ordentlich. Und die Tschechen kommen aber nochmal Schick und Neuer. Überragend. Das ist der Neuer, den wir kennen. Achtung, das ist aber auch Neuer. Manuel Neuer in der Nutshell, in einer Szene. Und die Tschechen sind wieder dran. Provod, 85. Minute, 2:3 nur noch. Da lobe ich ihn gerade noch für diesen absolut starken Reflex, was halt auch typisch Manuel Neuer ist, aber das hier auch. Das ist halt auch Manuel Neuer. Mit einer Faust in die Luft, ein Querschläger und der macht sich das Ding quasi selber rein. Also entweder faustet er ihn ins Aus oder er hält ihn fest, aber das war natürlich die schlechteste Option. Deswegen Manuel Neuer in a nutshell. Lukáš Provod bringt die Tschechen nochmal ran und die Deutschen müssen noch 5 Minuten mit Nachspielzeit überstehen. Ansonsten geht das ganze Ding hier in die Verlängerung, wobei es ja eigentlich schon entschieden war. Aber was man auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, es geht genauso weiter wie in der Gruppenphase, wie im Achtelfinale auch. Spannende Spiele, viele Tore. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt in den nächsten Viertelfinalbegegnungen, ich kann es euch gerne nochmal sagen, wir haben demnächst Albanien gegen Österreich, wir haben England gegen Spanien und wir haben Dänemark gegen Frankreich. Und dann kommen natürlich die ganzen Halbfinalbegegnungen. Dann wird es auch erst richtig heiß. Wer zieht ins Finale ein? Und dann gibt es das große Finale hier bei unserer Prognose. Und dann gucken wir mal, ob auch unser Prognosensieger in echt gut abschneidet oder ob es ein ganz anderer Sieger wird. Deutschland hat noch 2 Minuten. Nochmal ein langer Ball, den sie verteidigen müssen. Ansonsten haben wir gleich hier Verlängerung. Aber ich glaube jetzt der Ballgewinn der Deutschen, ich glaube, das sollte reichen für den Halbfinaleinzug. Wenn Joshua Kimmich den Ball nochmal hinten rauskriegt, ja, das sollte es gewesen sein. Achtung, Manuel Neuer nochmal, haut den Ball jetzt einfach weg, hoffe ich. Und so ist es auch. Ball nach außen und der Schlusspfiff. Und wir haben unseren ersten Halbfinalteilnehmer. Die deutsche Mannschaft schafft es mit einem knappen 3:2 am Ende. Unnötig spannend gemacht.
Aber, was ich auch schon gesagt habe, im Endeffekt ist es egal, wenn du weiterkommst, dann ist das die Hauptsache. Egal wie du gespielt hast, den Fehler gerade von Manuel Neuer, den darf man natürlich nicht wegignorieren. Das darf ihm natürlich in einem Halbfinale nicht passieren, aber bis dahin ist natürlich noch ein bisschen Zeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Viertelfinale Albanien gegen Österreich.